Heute stellen wir euch den Westfalia Kepler One vor, und zwar auf dem neuen VW T6.1 Facelift-Modell aus dem Modelljahr 2020. Ein VW-Bus mit langem Radstand, mit Dusche, mit Toilette, mit Schlafplätzen für 3 bis 4 Personen, großzügiger Küche, vernünftigen Kühlschrank und Heizung. Und das alles bei nur 5,29 Meter Außenlänge. Das ist der der Westfalia Kepler auf dem VW-Bus T6.1 und um den geht es im heutigen Video. Und bevor wir damit richtig loslegen, denkt dran, unter diesem Video unten aufmachen, auf Abonnieren drücken, dann kommt die Glocke anklicken und dann kriegt ihr auch für alle zukünftigen Videos die Infos, die ihr braucht, damit ihr unsere Videos weiterhin schön gucken könnt. Viel Spaß! Den Kepler, den wir hier neben uns sehen, der hat die Außenfarbe Indium Grau Metallic. Es ist ja bei Westfalia Frankreich so, dass wir nicht so viele Varianten haben. Die Kepler-Modelle gibt es zum Beispiel nur in dem Indium Grau, in dem, in dem hell Beige Metallic und in Weiß. Das heißt, so viele Möglichkeiten habt ihr dort nicht. Dieses Fahrzeug hier ist tatsächlich der erste 6.1, den wir ausliefern. 6.1 ist ja im Prinzip nur die Facelift-Variante von VW. Das erkennt ihr von außen daran, dass sich im Prinzip die Schnauze so ein bisschen der VW-Pkw-Welt anpasst. Das heißt, dieser ganz typische Schwung, der hier runter geht, ein bisschen modernere Scheinwerfer, alles ein bisschen neu angepasst. Aber im Großen und Ganzen ist auf den ersten Blick natürlich ein VW-Bus. Dieser Wagen hier hat einen Abstandsregeltempomat, der sich bei VW ACC, also Adaptive Cruise Control nennt. Das heißt, er regelt automatisch den Abstand der vorausfahrenden Fahrzeuge, wenn ihr das wollt. Das ist ein super entspanntes Feature, wenn man auf langen Autobahnetappen unterwegs ist. Glaube ich, eine gute und schöne Sache. Ansonsten muss man ganz klar sagen, der Kepler, der ja das Schwestermodell zu dem Westfalia Club Joker City ist, baut bei VW auf dem langen Radstand auf. Wir machen mal kurz die Tür zu, dass wir einen Blick sehen können. Das heißt, er ist grundsätzlich etwas länger als der Westfalia Club Joker City und das geht 1:1 dem Grundriss zu. Wir haben eine größere Sitzgruppe und wir haben einen richtig großen und viel Stauraum dafür, dass das nur ein VW-Bus ist. Mit runtergeklapptem Dach haben wir die 1,99, wie man die gerne bei so einem Aufstelldach haben möchte. Und bei diesem Fahrzeug, weil wir jetzt gerade draußen sind, ich weiß nicht, ob du das da oben zeigen kannst, ganz grob, da haben wir hier eine Westfalia, eine Solaranlage oben drauf. Die hat 110 Watt und da wir ein Fahrzeug mit Dieselheizung, Kompressor, Kühlschrank, 2 Wohnraumbatterien haben, solltet ihr damit wirklich auch autark unterwegs sein. Ansonsten haben wir jetzt von außen hier eine Markise angebaut. Da gibt es extra flache, leichte Markisen, diese F45 von Fiamma. Glaube ich, eine schöne Markise, die auch gut zu handeln ist. Alternativ könnte man natürlich auch hier ein Sonnensegel nehmen. Der Kepler hat serienmäßig links und rechts diese Regenrinnen oder mit dran, die eine Kederleiste mit dabei haben, wo ihr ein Vorzelt oder ein Sonnensegel einziehen könnt. Hier hinten an der Heckklappe vom Kepler haben wir einen Fahrradträger montiert. Das ist jetzt ein Zweier-Fahrradträger. Den kann man aber mit wenigen Handgriffen durch Montieren einer dritten Schiene zum Dreierträger machen und wenn man ihn auszieht und noch eine Schiene montiert, auch zum Viererträger. Also durchaus für verschiedene Radsportarten mit 2 Personen geeignet oder wenn mal die Familie mitkommt, auch so. Wenn wir von Togo einen Fahrradträger anbauen, dann tauschen wir automatisch die Dämpfer mit. Das heißt, wir haben hier von Haus aus verstärkte Dämpfer mit drin, dass trotz des Fahrradträgers die Klappe auch oben bleibt. Ja, und wenn die Klappe oben ist, dann sehen wir im Prinzip das, was dieses Auto so besonders macht gegenüber seinen klassischen Wettbewerbern. Die meisten Kunden, die kommen, sagen, ich habe mir einen VW California angeguckt und würde das gerne mal sehen. Ich habe mir einen Marco Polo von Westfalia angeschaut oder von Mercedes. Was kann denn dieses Auto wirklich besser und anders? Und da ist die Antwort relativ einfach. Nahezu alles, weil hier haben wir ein vollwertiges Wohnmobil. Er ist zwar einen kleinen Tick länger, aber wir haben Toilette, wir haben eine Dusche, wir haben einen vollwertigen Wohnraum. Und dadurch, dass man anders als eben bei den Wettbewerbern die Sitzgruppe nicht zum Bett umbaut abends, sondern schwerpunktmäßig oben im Dachbett schläft, haben wir gefühlt einen riesen Lebensraum in dem Auto. Ja, und das sieht man gleich, wenn man von hinten reinguckt. Normalerweise guckt ihr hier in den Kofferraum. Hier haben wir im Prinzip den Kleiderschrank auf beiden Seiten
und die Toilette. Die Toilette ist eine normale Kassettentoilette. Das heißt, wie in einem 8 Meter Alkoven könnt ihr einfach den Tank rausnehmen. Ist jetzt in dem neuen Modell ja sogar die neueste Generation, dass man das als Trolley benutzen kann. Und wenn man fertig ist, einfach wieder reinstellen kann. Und hier vorne ein praktisches kleines Fach mit dabei, dass Toilettenchemie und sonstige Dinge da mit reinpassen. Besonders toll hier ist, dass wir von Haus aus einen Warmwasserboiler haben. Das kommt besonders dann zum Tragen, wenn ich sehe, dass hier die Duscharmatur für draußen ist und ich einfach meinen normalen Duschschlauch nehme, den hier ranstöpsel, zack, und mich dann hier draußen abduschen kann. Warm und kalt. Das ist richtig praktisch, wenn man reinkommt. Und wer sagt, das ist mir hier alles zu offen, ich will nicht so auf dem Präsentierteller stehen, der bestellt sich hier, es gibt so Zelte, die man hier ranhängen kann, dann habt ihr hier eine richtige Duschkabine, die hinten dran hängt. Und das macht halt aus einem kleinen Aufstelldachauto ein mehr oder weniger vollwertiges Wohnmobil, weil warmes Wasser ist schon komfortabel, wenn man irgendwo ist. Das ist die gleiche Dusche, die ich auch im Innenraum benutzen würde. Das ist bei diesem Fahrzeug mehr oder weniger eine Sitzdusche. Das heißt, ich habe nachher hier das Brett, baue mir hier einen Duschvorhang auf und habe dann hier unten, hier unten die Duschwanne. Wie das Duschen in diesem Auto genau aussieht, haben wir in dem Westfalia Jules Verne Video, was wir Anfang des Jahres veröffentlicht haben, gezeigt. Das verlinken wir euch oben in der Infobox. Da könnt ihr euch angucken, wie man den Duschvorhang aufbaut und dass sogar Menschen wie ich in diesen Duschvorhang passen. Ist sicherlich ein Kompromiss bei einem solchen Auto, aber schon irgendwie ganz witzig. Der Jules Verne ist insgesamt überhaupt das Schwestermodell zu diesem Auto. Also wenn ihr sagt, den Kepler One finde ich großartig, aber ich hätte ihn eigentlich lieber auf Mercedes-Basis, dann guckt euch das Jules Verne Video an und dann seht ihr, wo die Unterschiede zu diesem Fahrzeug sind. Kurz gesagt, der Schrank ist ein bisschen kleiner, die Sitzgruppe ist ein bisschen kleiner, das Auto ist etwas kompakter, ansonsten sind die sehr ähnlich. Und wir werfen jetzt mal einen Blick in dieses Fahrzeug, wie der Kepler One von innen gestaltet ist. In dem hinteren Bereich haben wir hier auf der rechten Seite das, was wahrscheinlich landläufig als Kleiderschrank genutzt werden würde. Und zwar haben wir auf der einen Seite Hängeschrank und auf der anderen Seite hier Einlegeböden. Und wer, das ist ganz witzig gelöst, wer etwas mehr Privatsphäre auf Toilette haben will, ich weiß, dass das jetzt nur begrenzt Privatsphäre ist, aber zumindest der Bereich von Bauchnabel bis zu den Knien ist nicht zu sehen, wenn du auf dem Topf sitzt. Natürlich kann man auch hier hinten das Fenster, kann man jetzt, hier habe ich auch ein Rollo, mit dem ich das auch von hinten blickdicht machen kann. Privatsphäre in so einem kleinen Wohnmobil ist natürlich überschaubar, aber für den schnellen Gang zwischendurch sicherlich besser als nichts machen zu können. Unten in dem Schrank haben wir den Gaskasten, da passt diese normale 2,8 Kilo Campinggasflasche mit rein und ja, mehr ist auf der Seite nicht vorhanden. Gegenüberliegend haben wir zum einen oben drüber die Bordzentrale, Hauptschalter für Licht, potenziell noch eine Außenleuchte, die man anschließen könnte, Hauptschalter für die Wasserpumpe und Stromkreis für die Steckdosen. Und dann haben wir hier 2 USB-Steckdosen. Das Bedienteil für den Warmwasserboiler, der ist weiterhin auf Gas. Also wir haben eine Webasto Dieselheizung und einen Truma Gasboiler, wahlweise 50 oder 70 Grad Wassertemperatur. Und hier daneben eben die Webasto Standheizung, die auch zum Lüften benutzt werden kann, die ich auch programmieren kann auf eine bestimmte Zeit, so dass ich das wirklich wie eine Art Standheizung mit scheibenfrei im Winter benutzen kann. Darunter einfach nochmal eine Art Kleiderschrank, damit der Raum hinter der Toilette nicht vergessen wird. Das ist die Duscharmatur, um die Außendusche zu benutzen. Das ist so ein Saugnapfhalter, den ich mir überall ans Auto backen kann. Und wenn ich mir tagsüber einfach nur die Füße waschen will, kann ich hier das Brett runterklappen und dann einfach in der Duschwanne unten die Füße waschen oder es auch zum Anziehen beim runtergeklappten Dach hervorragend nutzen. Ja, hier in dem oberen Bereich auf der Seite haben wir das Schminkfach, iPad-Fach, Technikfach, Laptop-Fach. Da haben wir immer mal wieder USB-Steckdosen auch eingebaut, dass die Geräte hier schön während der Fahrt laden können. Und dann habe ich oben den Spiegel, wo ich einfach mich tagsüber schön machen kann, wenn ich denke, ich bin noch nicht schön genug. Ich bin zum Glück uneitel, deswegen brauche ich so einen Spiegel nicht. Aber der ist sicherlich sehr, sehr praktisch. Außerdem wäre es sonst toter Raum, weil über dem Kühlschrank sonst kein großes Fach hinpasst. Super cool finde ich, dass in der Tür noch so Flaschen oder Gewürzboards sind, dass der Raum, der vor dem Kühlschrank ist, nicht verschenkt wird.
Wie eingangs gesagt, wir haben einen Kompressorkühlschrank. Das heißt, achtet darauf, dass ihr ordentliche Batteriekapazitäten habt, weil der natürlich eine Menge Strom braucht. So wie wir das hier gemacht haben. 2 Wohnraumbatterien, die ich beim Kepler ja mitbestellen kann, Solaranlage und der Kompressorkühlschrank sollten ein ziemlich autarkes System sein. Wenn ich das wieder zumache, geht das hier natürlich darunter weiter. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz kurz sagen, wir befinden uns in einem VW-Bus mit einer Höhe von 1,99 und wir machen ein Staufach nach dem anderen auf. In was für kleinen Autos hat man das so? Eine Schublade hier unten und darüber noch eine Schublade. Also es wird wirklich kein Zentimeter Raum verschenkt. Gegenüberliegend hier direkt davor haben wir zum einen entweder nochmal einen zusätzlichen Kleiderschrank. In dem Fall haben wir hier die Matratzen drin. Wenn ich unten die Sitzgruppe zu einem Bett bauen will, dann sind das die Matratzenteile, mit denen ich mir da eine ebene Liegefläche draus mache. Auch das haben wir in der groben Funktionsweise in dem Jules Verne Video mitgezeigt. Schaut euch das da einfach in Ruhe an. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, das ist ein bisschen ein Kompromiss. Wenn ich hier unten eine Sitzgruppe habe, muss ich mich halt entscheiden, ob ich einen tollen Sitzkomfort habe und eine Großzügigkeit, wie ich das jetzt hier habe, oder ob ich ein super gut zu bauendes Bett habe. Beides zusammen geht halt nicht immer so perfekt. Und hier ist ganz klar der Schwerpunkt auf, man schläft da oben und unten ist eher die Schlechtwetter-Notsituation gelegt. Hier in dem oberen Bereich der Küche haben wir ein schönes Waschbecken, auch mit einem vernünftigen Wasserhahn, was ich ganz niedlich finde. Hier ist das kleine Stummelding zum Auf- und Zudrehen. Auch hier nochmal, auch wenn ich es vorhin schon mal gesagt habe, mit warmem Wasser, obwohl es ein kleiner VW-Bus ist. Direkt im Anschluss dahinter ein normaler Zweiflammenkocher, natürlich auch mit einem Zünder, für einen ganz kleinen Topf und einen nicht ganz so kleinen Topf, aber sicherlich beides keine riesengroßen Töpfe, die hier hinpassen. Unten drunter, das ist natürlich in der Küche auch viel Stauraum. Wir haben hier Besteckschublade mit Stauraum daneben und dann einfach großen Stauraum. Und hier unten, weil dahinter der Radkasten ist, das Fach ist jetzt nicht ganz so tief, hat aber so ganz praktische Dinger, wo man auch ein bisschen was reinstecken kann. Und da, wo die Tiefe wieder voll gegeben ist vorne, kann ich auch mehr reinpacken. Was finde ich richtig charmant aussieht, sind die quasi fliegenden Möbel. Das heißt, dass überall die Kanten so ein bisschen angehoben sind und diese indirekte Beleuchtung ist. Das gibt dem Ganzen einfach ein ganz tolles Raumgefühl. Und so macht man das, wenn es dunkel ist, hat man es dann richtig gemütlich. Ihr habt nämlich einmal hier überall auf der Seite sind viele kleine LED-Spots, die man als indirekte Beleuchtung mit drin hat. Und dann eben die gesamten Möbel, das heißt im Prinzip von hier hinten, vom Kühlschrank an, umlaufen die ganze Sitzgruppe und der ganze Küchenblock mit der indirekten Beleuchtung hier unten. Und das abgestimmt auf die hellen Farben, das dunkle Holz hier als Kontrast, den schicken Polsterstoff. Ich glaube, dass das einfach ein unglaublich harmonisches Gesamtkonzept ergibt. Und wie gemütlich man da sitzt, möchte ich jetzt mal ausprobieren. Für mich ist der Kepler One hier auf jeden Fall gemütlich. Und vor allem müsst ihr euch ja immer wieder vor Augen führen, dass es ein VW-Bus ist, der ein Aufstelldach hat. Wir haben jetzt hier das Dach nach oben geklappt. Dadurch hat man ein richtig schönes Raumgefühl. Und was man hier auf den ersten Blick sieht, ist, dass wir mit den Fliegengittern, dem Folienfenster hinten auch ganz viel Licht und Luft in den Raum bekommen. Verglichen mit seinen Wettbewerbern, VW California und dem Marco Polo von Mercedes, ist einfach das ein ganz anderes Konzept. Ihr habt halt viel mehr Wohnmobil und sicherlich ein bisschen weniger Pkw. Wenn man hier nebeneinander sitzen will, jetzt haben wir hier ja die L-Sitzbank, wo man sich schön die Beine ausstrecken kann. Wenn man hier nebeneinander sitzen will, kann man, ich nehme das mal einfach zur Seite, hier sind so zwei kleine Höckerchen, die kann ich quasi wegnehmen.
zum einen, kann man die aufmachen? Ich weiß gar nicht, kann man die aufmachen? Man kann sie aufmachen. Also, wir haben Stauraum entdeckt, mobilen Stauraum. Man kann das als Hocker zusätzlich benutzen. Tatsächlich braucht ihr die nachher beim Bettenbauen. Aber wenn ich hier zu zweit nebeneinander sitzen will, das ist ja das, was ich eigentlich zeigen wollte, kann ich eben auch hier nebeneinander sitzen. Das ist jetzt nicht unendlich viel Platz. Wir haben eine Sitzbank mit einer Breite 91, 92 Zentimeter. Das geht, da will ich jetzt nicht von hier bis nach Venedig mitfahren, mit einem zweiten von mir daneben, aber 2 Kinder oder mal eine Begleitung. Dafür ist eine perfekte Lösung im Alltag. Und dann eben das Ganze einfach wieder reinstellen. Den Deckel richtig draufsetzen. Zack. Und wo habe ich es hingelegt? Hier drüben das Polster drauf. Der Tisch für die Sitzgruppe vom Kepler One befindet sich hier in der Tür. Der hat hier einfach so ein bisschen außermittig seine Aufnahme. Hier unten auf dem Boden den Platz für das Tischbein. Das stecke ich da einfach rein. Den Tisch oben drauf. Und schon habe ich einen Tisch, den ich im Prinzip frei drehen kann. Und dadurch, dass der außermittig ist, kann ich eben entscheiden, okay, das passt jetzt nicht, wenn ich hier sitze, wo der am besten sein soll. Die gesamte Fläche vom Tisch ist mit 85 mal 49, denke ich, eine ganz amtliche, ordentliche Stelle. Und was mir gerade auffällt, ist, dass man es auch ganz praktisch nutzen kann, wenn man hier schnibbelt, auch das als Abstellfläche dort nehmen kann. Wir haben auch eben, als wir uns die Küche angeguckt haben, gar nicht hier reingeguckt. Das ist zum einen Stauraum, aber wie dieser kleine Aufkleber 230 Volt, 12 Volt verrät, hier um die Ecke versteckt sind nochmal Steckdosen, dass ihr auch kleine Geräte hier während der Fahrt laden könnt. Finde ich super praktisch von der Idee. Ebenfalls hier, wir nehmen mal kurz den Tisch zur Seite, dann könnt ihr besser gucken. Hier in der Stirnseite der Küche haben wir die offene den Apothekerauszug. Der hat richtig schöne Rüttelkanten, dass die Dinge, die ihr reinpackt, dort nicht rausfallen können. Und hier auch die kleinen Gitter, dass man das richtig schön vollpacken kann. Wird während der Fahrt alles natürlich vernünftig arretiert. Und hier sind eben auch die Lichtschalter für das Licht, dass wenn man reinkommt, man gleich vom Einstieg sich das richtig gemütlich machen kann. Ich finde, das ist eine richtig gemütliche Sitzgruppe. Fahrer-Beifahrersitz gedreht. Hier kann sich jemand hinsetzen, da kann sich jemand hinsetzen. Zu viert kann ich hier richtig easy sitzen. Wenn ich will und ich ganz viele neue Freunde gewinne, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Hier sind 2 Einzelhocker, stelle ich da hin, 1, 2, dann passen da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute hier rein. Vielleicht auch nicht. Wir haben uns ja angewöhnt, in allen Videos alle Maße zu nehmen. Das heißt, wir wollen natürlich auch hier wissen, wie hoch die Stehhöhe ist. Habe ich in so einem Aufstelldachauto tatsächlich auch noch nie gemessen. Mal gucken, was haben wir denn hier? Wir haben hier bei runtergelassenem Dach 1,32 Meter Stehhöhe. Also Menschen bis 1,30 können mit guten Schuhen hier noch aufrecht laufen. Alle anderen müssen gebückt gehen wie ich. Was natürlich aber viel relevanter für euch ist, ist, dass man hier einfach sitzen kann. Guck mal, ich bin 1,92, sicher kein Sitzriese, aber durchaus groß. Und ich sitze hier aufrecht, ich habe es gemütlich. Ich kann mich auch auf der Seite, um das mal vielleicht im Gegenteil, auch hier komme ich wunderbar drunter klar. Und wenn ich mehr Platz haben will, das hatten wir ja eben schon, mache ich das hier einfach hoch und dann habe ich wirklich auch volle Stehhöhe bis nach hinten und kann mich hier wunderbar im Auto bewegen. So gut, dass ich sogar hinten perfekt ins Bett reinkomme. Anders als bei den meisten Aufstelldachautos ist hier die Möglichkeit, nicht nur das Verdunklungsding aufzumachen, sondern auch das Fliegengitterrollo wegzuklappen, sodass ihr richtig schön noch mehr Luft reinbekommt und auch, das ist fast wie ein Fenster aufmachen, halt rausgucken. Und das ist das Tolle für uns ist, dass beim Film Chris nicht mit ins Auto muss, wenn ich jetzt das Bett runterklappe. Wir holen uns mal die Matratze runter, haben hier im Prinzip wie bei allen anderen Aufstelldachautos jetzt keine ultra dicke Matratze, sondern eher eine ganz dünne Lösung. Und den Federungskomfort holen die Hersteller alle aus dem punktelastischen Lattenrost, der unten drunter ist. Rückmeldung anderer Kunden ist, dass man hervorragend drauf schläft. Und wer es gerne ein bisschen weicher macht, einfach einen Topper drauflegen, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Wir haben hier von der Liegelänge bis zum Faltenbalg da hinten ist knapp 1,97. Die Matratze ist einen kleinen Tick kürzer. Und hier ist die Matratze ja auch etwas schmaler. Was haben wir hier? Matratze
ist ungefähr 1,15 und Faltenbreit, also wirklich die gefühlte Breite, haben wir hier 1,26. Also durchaus ein vernünftiges Bett. Das heißt, hier oben kann ich mich gemütlich und vernünftig betten und unten auf dem Fahrersitz kann ich hervorragend sitzen, weil der VW-Bus halt doch als eines der komfortabelsten Autos vom Fahren und von der Sitzposition sitzt. Und wie die aussieht, gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir sitzen jetzt hier in einem Kepler One, Modelljahr 20, 150 PS Motor, Allradantrieb, 4Motion, DSG, Automatik, Indium Grau Metallic, Abstandsregel, Tempomat, alle möglichen anderen Dinge mit dabei. So wie das Auto hier steht, kostet er ungefähr 78.000 € mit all den Optionen vom Listenpreis. Der Grundpreis dieses Fahrzeugs ist 53.490 €. Dann hat er aber nur Frontantrieb, 102 PS, ist weiß und ist halt ein fertiger Kepler, aber kein komplettes Auto. Also viele Sachen braucht man einfach von dem, was mit dabei ist. So wie er hier steht, hat er natürlich Navigation, hat er Sprachsteuerung, hat er Apple CarPlay, hat er Android Auto, hat er alle möglichen Bluetooth und sonstige Verbindungen. Ist einfach ein komplettes Auto mit einem Infotainment, wie sich das im aktuellen Modelljahr gehört. Das Cockpit ist insgesamt jetzt im Modelljahr 20 bei dem T6.1 ein bisschen mehr dem Fahrer zugewandt. Ich empfinde das als sehr angenehm. Ist vor allem ein Riesensprung hier von der Benutzerführung und ich kann im Prinzip alles dreifach steuern. Ich kann es über die Knöpfe hier steuern, ich kann es über den Touchscreen hier steuern, ich habe die Lenkradbedienmöglichkeiten und ich habe die Sprachsteuerung. Das Ganze natürlich mit Klimaanlage und allem anderen, was man sonst so braucht. Also einfach ein Auto, vollwertiges Wohnmobil, 5,30 Meter lang, trotzdem tiefgaragentauglich und einfach voll alltagstauglich. Das ist der Kepler One. Ja, kommt uns in Stove besuchen, schaut euch das Fahrzeug mal an. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch auch die anderen Videos von uns anguckt. Wir freuen uns auf euren Besuch. Bis bald bei uns in Stove und viel Spaß noch.